Also ich bin inzwischen 40 Jahre alt und musste feststellen, dass ich den Großteil meines Erwachsenenlebens in einem dissoziierten Zustand verbracht habe. Das ist ein fancy Word der Psychologie und Psychotherapie, was trennen bedeutet. Das heißt, ich habe in einem Zustand gelebt, in dem ich meine Emotionen getrennt hatte von meinem restlichen Erleben. Die extreme Form von so einem Zustand ist die multiple Persönlichkeitsstörung in Anführungsstrichen. Dissoziativ zu sein bedeutet, das ist so eine abgeschwächte Form davon. Tatsächlich glaube ich, dass die meisten von uns die meiste Zeit in einem dissoziativen Zustand verbringen, indem wir das, was nicht erwünscht ist vom Außen, getrennt haben von dem, wer wir wirklich sind. Wie war das also? Ich hatte ein ganz normales Leben. Ganz normal. Ich habe irgendwie meine mittlere Reife gemacht, habe eine Ausbildung gemacht, war im Ausland, habe angefangen zu studieren, habe Abitur nachgemacht. Und dann bin ich viel gereist, ich hatte viele Freunde. Ich war immer fröhlich. Und zwar authentisch fröhlich, nicht irgendwie, kennt ihr die Leute, die so ein bisschen, wo man merkt, boah, die sind gerade voll crumpy, aber überspielen das irgendwie. Nee, ich war so. Wenn mich jemand gefragt hätte, wäre dieser echt fiese Satz von mir gefallen. Ich bin halt so. Jetzt weiß ich, dass das so nicht ganz stimmt. Ich war immer nett, ich war immer fröhlich. Klar, ich hatte meine Probleme. Ich konnte mit bestimmten Sachen nicht umgehen. Kritik von Autoritätspersonen war sehr schwierig. Ich habe dann selbst gemerkt, mein Umgang damit war immer lächeln und nicken. Dann geht es schnell vorbei. Und ansonsten habe ich einfach das Leben gelebt. Wie es ganz normal das war für mich, ich nenne es Blase. Ich habe in dieser Blase gelebt und so war ich halt. Und dann fing es an mit der Depression und der Angststörung. Ich benutze deswegen Anführungsstrichen, weil das für mich, das ist nicht meine Wahrheit, nicht mehr. Damals war es meine Wahrheit, inzwischen ist es nicht mehr meine Wahrheit. Für mich ist eine Diagnose eine Symptombeschreibung eines aktuellen Moments. Nicht mehr und nicht weniger. Eine Diagnose ist für mich etwas, was sagt, hey, es gibt viele Menschen, die haben ähnliche Symptomatiken und wir geben dem Ganzen, wir sammeln das in einem Päckchen, wir geben diesem Päckchen einen Namen, den Namen der Depression. Und das ist in dem Moment, als es diagnostiziert wurde, war das so, aber das hat für mich keinerlei Relevanz für den Rest meines Lebens oder für mich als meine eigene Persönlichkeit im Sinne von, ich bin depressiv. So. Und dann den Statistiken zu glauben, die einmal erzählen, einmal depressiv, da kommt dann immer, ne, selbst wenn du es dann mit 40 geschafft hast, dann hast mit 60 ist die Wahrscheinlichkeit wesentlich höher, dass du das nochmal. Das hat für mich keine Wahrheit. Wahrheit ist, was sich jetzt gerade in diesem Moment bei mir präsentiert. Nur so als am Rande. Zurück zu meiner Geschichte. Die Depression, die Angststörung kam, also habe ich das gemacht, was man lernt. Ich bin zur Psychotherapie gegangen, ich war bei Psychiatern, ich habe Medikamente genommen, damit ich wieder funktionieren konnte. Ich wollte zurück ins Studium, ich wollte wieder Geld verdienen. Einfach dieses Leben weiterführen, wie ich es bis dahin kannte, das ganz normal war. Meine Emotionen waren ganz normal. Ich war nicht besonders wütend oder besonders traurig. Wenn ein Tier gestorben ist, dann habe ich getrauert und war traurig, aber dann war auch wieder gut. Und wenn ich mich gefreut habe, habe ich mich gefreut und dann war auch wieder gut. Und wenn ich mich geärgert habe, habe ich mich geärgert und dann war auch wieder gut. So. Aber nie in besonderem Ausmaße, nie unangenehm, weder für mich noch für andere in meinem Umfeld. Dann fing das an, dass ich in diese Maschinerie der Psychiatrie kam, mit den Therapien, mit den Medikamenten, mit Klinikaufenthalten, die es dann in meinem Fall wesentlich schlimmer gemacht haben, sodass am Schluss nichts mehr von meiner Persönlichkeit, wie ich es bis dahin kannte, übrig blieb. Ich die Entscheidung getroffen habe, die Medikamente abzusetzen und dann mein Organismus Raum hatte, dass all das ans Licht kommen konnte, was ich bis dahin unterdrückt hatte, von dem ich gar nicht wusste, dass ich irgendwas unterdrückt hatte. Ich war halt so, ich war immer fröhlich. So. Und dann habe ich gemerkt, Scheiße, das sind diese ganz scheiß
Emotionen und die haben mich wahnsinnig gemacht und die Angst gemacht. Von tiefer Verzweiflung, wo ich wirklich mich nur hinter meiner Kommode verstecken konnte, in einen kleinen Ball zusammengerollt und weinen und verzweifelt sein, von dem Gefühl der Abhängigkeit, von meistens gefolgt dann von Hass und Wut. Eine unglaubliche Wut, so was habe ich in meinem Leben noch nicht empfunden. Ich nenne es Tsunami-Wut, diese Wut, die mich mitreißt und die ausgelebt werden möchte, auf Teufel komm raus. Und auf einmal war Raum da für all diese Emotionen, ans Licht zu kommen, an die Oberfläche zu steigen meines Bewusstseins. Und dann musste ich feststellen, dass ich die Emotionen aus meiner Kindheit nicht verarbeitet hatte. Und das so schlimm für mich war, dass ich all diese Emotionen abgespalten hatte. Das war so, als Kind kam eine Emotion, man hat die gelebt oder ich habe die gelebt und dann wurde ich dafür bestraft, dass ich diese Emotion ausgelebt habe und habe dann gelernt, das bedroht mein physisches Überleben, also spalte ich es ab. Das war natürlich keine bewusste Abspaltung. Wenn das möglich wäre, ich gebe zu, es gibt Momente, da würde ich mir wünschen, ich könnte Emotionen bewusst abspalten, obwohl ich weiß, dass sie in meinem Körper verbleiben und ich sie dann nicht verarbeite, weil Abspaltung bedeutet nicht, sie sind nicht mehr da. Abspaltung bedeutet nur, sie sind nicht mehr in meinem Bewusstsein. Sie bleiben aber in meinem Organismus vorhanden und sie werden immer wieder auf sich aufmerksam machen. Immer und immer wieder. Also wurde ich immer größer und erwachsener und man lernt immer mehr dazu. Wie muss ich mich verhalten? Wie muss ich mich in meinem Arbeitsumfeld verhalten? Wie möchte mein Partner oder meine Partnerin, dass ich mich verhalte? Wie muss ich sein, damit ich eine gute Mutter bin oder ein guter Vater? Und wir lernen immer mehr, wie das aus uns haben möchte und spalten immer mehr ab von dem, was wir eigentlich wirklich authentisch wären. Ein Grund, warum ich hier ungeschminkt sitze in meinem Wohnzimmer und kein fancy Studio hinter mir habe oder irgendwie was Schickes angezogen und geschminkt, ist, weil ich inzwischen das starke Bedürfnis habe, authentisch zu sein und nicht diese abgespaltene Person, die früher war, die das gemacht hat, was sie machen sollte, die in dieser Abhängigkeit gefangen war zur Autoritätsperson und immer in dem Gefühl, ich muss so sein, wie die anderen mich haben wollen, damit ich gemocht werde, damit ich einen Wert im Leben habe. Und als ich dieses Leben gelebt habe, ohne diese starken, extremen Emotionen, war das so. Ich hatte einen riesigen Freundeskreis überall auf der Welt. Das hat meinem Leben Wert gegeben. Aber es war kein Selbstwert, sondern es war ein Fremdwert. Ein Wert, der immer an das Außen geknüpft ist, daran, dass mir andere Wert zuschreiben, anstatt dass ich meinen eigenen Wert finde und heraus, wer bin ich eigentlich selbst. Und als ich dann in diese Aufarbeitungsphase ging, mit mir selbst herauszufinden, was sind denn diese ganzen scheiß Emotionen, die gerade durch meinen Körper laufen, mein Leben echt verrückt und auf den Kopf stellen. Und das war und ist immer noch total herausfordernd. Zu lernen, die hatte ich ja schon immer in mir, diese Emotionen. Scheiße. Ich bin ein emotionaler Mensch, scheiße. Das war wirklich schwierig, das annehmen zu können. Annehmen zu können, dass all diese echt wurschtelnden Emotionen immer sind, die mir ein ganzes Leben auf den Kopf stellen. Inzwischen sehen meine Tage so aus, morgens werde ich wütend wach und 2 Stunden später bin ich in einem Hochgefühl und denke mir, yeah, alles ist super und ich tanze durch die Welt. Und weitere 2 Stunden später verstecke ich mich hinter der Couch und weine. Und weitere 2 Stunden später sitze ich in der Sonne und bin im tiefen Frieden mit mir und der Welt und meinen Emotionen. Und ich glaube, das ist das, was uns Menschen am Ende ausmacht, diese Emotionen. Und bewusst damit zu leben. Und seit ich den Unterschied kenne zwischen meinem früheren Leben, als ich quasi das, was die Gesellschaft von mir wollte, nämlich eine abgespaltene emotionale Persönlichkeit besessen habe, und diesen langen Weg hin zu, ich integriere meine Emotionen, erstmal, das war der größte und der schlimmste Schritt, die Emotionen, die ich unterdrückt habe über meine gesamte Kindheit hinweg, die überhaupt erstmal zuzulassen, weil die, wie gesagt, immer noch in meinem Organismus waren. Und dann zu dem Punkt zu kommen, wow, jetzt fange ich an, im Hier und Jetzt mit meinen Emotionen zu leben.
Und das ist herausfordernd. Aber zu merken, das ist aber das, was mich ausmacht. Meine Emotionen sind das, was mich ausmacht, sind das, was mich individuell werden lässt, was mich authentisch werden lässt. Und so gehe ich jetzt authentisch durch mein Leben, anstatt ein kleiner Abklatsch zu sein von dem, was die Gesellschaft gerne von mir hätte. Und ja, es gibt viele Momente, wo ich mir wünschen würde, ich hätte keine Emotionen. Und dann kommt die nächste Emotion. Aber meine Welt ist halt wesentlich bunter geworden, wesentlich authentischer. Und ich darf mich jetzt vor eine Kamera setzen, ungeschminkt. Und Emotionen zeigen. Und ich würde mir wünschen, dass da mehr Menschen ihren dissoziativen Zustand kennen. Ich glaube tatsächlich, dass die meisten dissoziiert durchs Leben laufen, ohne sich dessen bewusst zu sein. Wenn man sie fragt, würden sie sagen, ich bin halt so. Ich bin halt so, war schon immer so. Anstatt mehr Bewusstsein in ihre Emotionen hineinzubringen und zu erkennen, hey, wer bin ich eigentlich noch? Ich bin viel, viel, viel mehr als nur das kleine Ding, was die Gesellschaft aus mir gemacht hat. Vielleicht kommen wir alle irgendwann dahin.